Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zum Pascal Richter RC YouTube-Kanal. Heute geht es zum dritten und letzten Teil des Il-Goblin Pro Bauberichtes. Es ist einiges an Zeit vergangen seit dem letzten Video, was zum Teil an dem Wetter lag und zum anderen Teil daran, dass ich sehr viele verschiedene Setups in dem Hubschrauber ausprobiert habe, um euch eine fundierte Meinung darüber geben zu können, wie sich dieser Goblin-Hubschrauber von den vorherigen unterscheidet. Heute werden wir den Hubschrauber zusammen fliegen und ich werde das währenddessen live kommentieren, wie sich der Heli an den Knüppeln so anfühlt. Und vielleicht sind auch für euch ein paar Hinweise dabei, ob der neue Goblin für euch ein wertvolles Upgrade sein könnte zum alten. Lasst uns nicht länger warten, ich baue mal einen Akku in den Hubschrauber ein und wir legen sofort los. So, das ist der neue Il-Goblin Pro. Drehzahl 1. Motor an. Ich habe 3 Drehzahlen programmiert. Ich muss noch ein bisschen weiter wegfliegen. Ich habe 3 Drehzahlen programmiert, das sind 1800, 2000 und 2150. So bis 2200 ist, denke ich, mit dem Setup machbar. Ihr seht schon, mit der kleinen Drehzahl geht da richtig viel. Also der Hubschrauber, der geht schon sehr digital und sehr knackig um die Ecken. Mal kurz ruhig. Das erste, was mir stark aufgefallen ist, ist, dass der Hubschrauber viel aggressiver am Stick liegt. Also wenn ich einsteuere, dann wird es wie am Simulator sehr knackig umgesetzt. Und der Heli ist auf jeden Fall vor allem mit den 30 mm Armen deutlich aggressiver als der alte Goblin war. Das fand ich am Anfang sehr unangenehm, deswegen habe ich jetzt im Verbund mit dem Spirit Flybarless auf die 35 mm Arme umgebaut. Die 35 mm Arme fand ich deutlich angenehmer und damit hat man wieder ein lineareres Verhältnis am Rotorkopf. Also in der Mitte herum ist es nicht so überaggressiv und wenn man einsteuert, kommt es immer noch schnell genug, finde ich. Also es ist auch mit dem 35er Arm, wie man hier sehen kann. Super knackig. Und ja, also Taumelscheibe schon mal eine krasse Verbesserung. Super neutral, wenig Spiel und sehr schnell im Ansprechverhalten. Und zum Heckrotor muss ich sagen, ist mir aufgefallen, der Il-Goblin Pro wird mit 110 mm Heckrotorblättern ausgeliefert und mit einem 26er Heckriemenrad. Das war mir persönlich zu schwach. Also besonders mit den kleineren Drehzahlen, so bis 2000, ist der Heckrotor damit an der Grenze. Und ich habe jetzt einen 25er Heckriemenrad verbaut, mit dem bin ich deutlich zufriedener. Und das finde ich ist Perfect Match auf dem Heli. Also 25er Heckriemenrad und 110er Heckrotorblätter ist, finde ich, die absolut richtige Wahl. Macht mir am meisten Spaß und geht bis 2200 Umdrehungen wirklich perfekt. Wir schalten mal hoch auf die Drehzahl 2, das sind jetzt 2000 Umdrehungen. Und da könnt ihr sehen, geht schon richtig die Post ab. Also Reversals, echt vom Feinsten. Und ich finde, man braucht die 2100 Umdrehungen nur, wenn man wirklich auf Takt fliegen möchte. Also härteste Freestyle-Flüge oder
einen richtig knackigen FTM à la Global 3D. Ansonsten ist für die meisten Piloten 2000 Umdrehungen definitiv ausreichend. Also schaut euch das an, wie der Heli einrastet, wie er um die Ecken geht. Ich hoffe mal, man versteht mich überhaupt, weil das so laut ist. Also definitiv der simulatormäßigste Goblin, den ich bisher je geflogen bin. Ich werde euch dann für die Abmoderation noch ein, zwei Gedanken mitteilen, generell zum Il-Goblin Raw und Pro. Weil ich sagen muss, ja, Akku leer. Landen wir mal. 5 Minuten. Autorotation. So, zack. Akku leer. Mein Sender, Akku leer, 77%. Das war ein Gensace 12S 5600. Wir haben 4300 rausgeflogen, haben noch sehr viel Spannung übrig. 5 Minuten Flugzeit bei dem Stil. Wirklich toll. Und ja, ist natürlich kaltes Wetter heute. Wir klicken mal weiter. Akku leer. Das sind 5000 Watt gewesen, 230 Ampere Spitze. Da macht mein YGE 135 auch einen Cut. Und ja, wenn ich jetzt hier sperre, hört der Sender auf mit dieser komischen Warnung. Und ja, das ist der Il-Goblin Pro. Also ich war von dem Heli echt am Anfang, muss ich sagen, überfordert. Und jetzt am Ende sehr geflasht, nachdem ich ihn umgerüstet habe auf meinen Stil, meinen Geschmack und auch mit den Servos viel experimentiert habe. Aber dazu mehr, wenn ich ihn gleich abstecke. Also ein Fazit zum Il-Goblin Pro. Der Il-Goblin Pro fliegt super digital, liegt extrem direkt und schnell am Knüppel. Deswegen mein präferiertes Setup sind die 35 mm Arme. Ich versuche am Hauptrotor den Servoweg so gut wie es geht auszunutzen. Und den muss man mit den 30 mm Armen doch deutlich einkürzen, was auch Servoauflösung kostet. Ich bin bei den Hauptrotor-Servos, bei den Low-Profile-Servos von MKS angekommen. Die Servos sind schön leicht. Ich spare alleine mit dem Haupt- und dem Heckrotor-Servo über 100 Gramm an dem Hubschrauber. Und der Servo ist trotzdem sehr stark und sehr schnell. Ich liebe die Teile in dem Heli einfach. Also zusammengefasst, das 25er Heckriemenrad und mit dem 2110er Hauptriemenrad passt das mit dem 560 kV Motor von X-Nova bei mir wirklich perfekt. Wenn ihr sagt, dass ihr lieber bei 2000 Umdrehungen Schluss machen wollt, ist der 530 kV Motor für euch, denke ich, die bessere Wahl. Vielen Dank fürs Einschalten bei dem letzten Teil vom Il-Goblin Pro. Hoffentlich gibt es demnächst mehr Flugvideos, da jetzt auch die Flugsaison so richtig startet. Wir sehen uns auf der Rotor Live und auch auf weiteren Veranstaltungen 2025 in und um Deutschland drumherum. Bis dahin, macht's gut und ciao, bis zum nächsten Mal.